Der Heilige Krieg, 1001 Nacht, ein goldenes Zeitalter unter Babylon. Zur Vorbereitung auf diesen Vortrag empfehle ich stark, sich einmal mit meinen anderen Vorträgen zu befassen. Hier geht es jetzt hauptsächlich um einen zusammenhängenden Krieg, den ich einfach mal als Heiligen Krieg bezeichne, der seit 1033 Jahren kontinuierlich andauert. Zuerst wäre da mein Vortrag die Kugelerde widerlegt, um unsere Welt, in der wir leben, besser zu verstehen. Das Video enthält viel Mathematik, Physik, Logik und Experimente, kann bisweilen entsprechend auch etwas anstrengend sein, lohnt sich aber. Ich muss natürlich starke Argumente bringen, um das offizielle Narrativ anzugehen. Und ich würde behaupten, ich habe hier gute Arbeit geleistet, das Ganze sachlich und fachmännisch, klipp und klar für jeden ersichtlich zu widerlegen. Zweitens unsere wahre Geschichte. Da werdet ihr ein wenig an den ganzen Geschichtsbetrug herangeführt. Das meiste dort sind auch tatsächlich offizielle Geschichtsschreibungen. Ich habe mir das nicht ausgedacht, was da drin vorkommt, sondern ich interpretiere einfach nur Geschichte etwas anders, indem ich dort nicht die offizielle Geschichte der Gewinner erzähle, sondern die derjenigen, die in den letzten 1000 Jahren immer wieder das Nachsehen hatten. Und dann füge ich das Ganze wie so ein Puzzle sozusagen zusammen. Es sei natürlich auch angemerkt, dass auch mein Wissensstand einer kontinuierlichen Entwicklung unterliegt. Das heißt, auch mein Wissensstand kann sich mal hier und da ein wenig ändern. Es kann also sein, dass ich in einem meiner späteren Vorträge natürlich auch hier und da ein paar Korrekturen vornehmen muss. An dritter Stelle, was ist die Matrix? Da geht es vor allen Dingen um die Themen Bewusstsein und wie dieses System, in dem wir uns hier befinden, eigentlich funktioniert, wie das konzipiert ist. Und es geht um Chakren, wofür Unterhaltung, Arbeit, Geld, Schule und Religion wirklich da sind. Also wirklich dieses System hier einmal komplett zerlegt, analysiert und erklärt. Wie alles begann. Wir müssen davon ausgehen, dass es vor diesem jetzigen babylonischen goldenen Zeitalter, auf das wir jetzt zu sprechen kommen, ein tausendjähriges Friedensreich gab, an dem Alexander der Große maßgeblich wohl mit dran verantwortlich war. Das Ganze ging etwa von 1007 vor Christus bis 7 vor Christus, weil 7 vor Christus das offizielle echte Datum sein dürfte für diese neue Zeitrechnung, also nicht 0 vor Christus, sondern tatsächlich 7 vor Christus. Ja, wie ist das Ganze gestartet? Ich habe hier jetzt einmal versucht, so eine kleine Art Geschichtsbuch zu schreiben, wenn man so will. Und wir fangen an mit der Zeit um 7 vor Christus. Da haben wir als wichtige Städten Antiochia, Damaskus, Nazareth und Babylon. Ja, in der Gruft von Nazareth wurde ja verkündet, dass ein König erscheinen wird, nämlich für dieses Perservolk. Der ist dann auch in Antiochia geboren. Und natürlich dürfen Damaskus und Babylon nicht fehlen. Babylon, klar, als zentraler Sitz des Bösen, des Übels, das immer wieder durch die Geschichtsbücher unterschwellig tingelt, auch wenn da komischerweise nie so wirklich der Fokus drauf gelegt wird. So ist es doch irgendwie immer wieder Thema. Und warum diese Stätten, da kommen wir jetzt zu. 7 vor Christus. Ich werde das jetzt immer so machen, dass ich die Jahreszahlen in X angebe, also X007 mit einem Minus davor heißt 7 vor Christus. Das ist sozusagen Beginn der Herrschaft Babylons oder Anno Domini. Die Herrschaft Baals, Kronos oder Saturns. Baal wird ja auch gerne als Herr angesprochen, Herr oder Lord oder Meister. Entsprechend Anno Domini. Ein sogenanntes goldenes Zeitalter der Titanen, wie man es vorab schon unter Kronos gekannt hat. In der großen Gruft von Nazareth wird die Geburt eines Königs verkündet. Der Jeschuan Christus wird in Antiochia geboren und ein Mann, der so geschickt die Worte im Mund verdrehen kann, dass er den Titel Goldmund erhält, der später als Usurpator in Rom regiert. Das Zeitalter der Fische beginnt und heute schreiben wir das Jahr 1033 Anno Domini, also 33 Jahre jetzt im Zeitalter des Wassermanns. Nach 1000 Jahren und einem Übergangsjahr im Zeitalter der Fische. Deswegen der kleine Gimmick mit 1001 Nacht. Natürlich sprechen wir hier in Jahren und nicht in Tagen. Ich konnte es mir trotzdem nicht verkneifen.
Ja, während die Vandalen und Barbaren zumeist eher dümmlich und kriegerisch sind, so ist die Elite des Orients gut geschult in Manipulation und psychologischer Kriegsführung. Babylon wird aus dem Schatten regiert, über die Ismailiten, die Hassasinen aus Damaskus. Eine Gesellschaft der Schatten, die auch vor Attentaten und Giftanschlägen nicht zurückschreckt. Der Begriff Elite leitet sich von den Ismailiten ab. Zeitalter der Zerstörung -x007 bis x453. Hier sehen wir einmal eine Weltkarte in diesem Zeitalter der Barbaren. Und zwar haben wir hier 3 Fraktionen, wenn man so will, nämlich einmal das Großkhanat der Vandalen hier in Rot, dann das Korsaren-Barbarenreich, das sich aus Nordafrika aus erstreckt hat, und das Perserreich, das sich über die arabische Halbinsel sozusagen wie eine Art Mischkultur aus den Barbaren und dem Großkhanat der Vandalen zusammengefügt hat. Wir haben jetzt 3 größere Events. Da haben wir einmal die Usurpation Roms im Jahr x423 und dann die Eroberung Konstantinopels im Jahr x453. Was wir ebenso beobachten können, ist, dass ja Indien und China massiv unter Druck geraten. Nämlich wird den Indern Pakistan geklaut, da wo der linke schwarze Pfeil drauf ist. Und die Chinesen werden aus dem Norden immer mehr Richtung Süden verdrängt. Dann habe ich mir nochmal die chinesische Mauer angeschaut. Und da ich jetzt so ungefähr ein Verständnis dafür habe, was hier passiert ist über die Jahrhunderte oder über das letzte Jahrtausend sozusagen, kann man das Ganze hier ein bisschen anders betrachten. Hier wird das jetzt natürlich anhand der offiziellen Geschichtsschreibung unten einmal aufgeführt, in welchem Jahrhundert das alles stattgefunden haben soll. Das können wir aber getrost beiseite legen und schauen uns das ja einfach mal chronologisch an, wie es halt auch Sinn macht. Nämlich, dass die Chinesen hier immer weiter von Nord nach Süd vertrieben wurden. Anfangs noch ja mit 1 in Lila, quasi bis an Russland ran, haben sie ihre Mauer gebaut, wurden dann immer weiter Richtung Wüste Gobi vertrieben, was wir jetzt hier in 2 sehen mit diesem orangenen, dunkelorangenen Farbton. Dann auch dort vertrieben wurden, nämlich ins orange-gelbe Gebiet. Ich habe das jetzt mal als 1 zusammengefasst, da das ja relativ gleichmäßig verläuft, relativ identisch, muss man ja fast sagen. Also ist davon auszugehen, dass man hier wahrscheinlich eine alte, zerstörte Mauer in Orange durch eine neue in Gelb ersetzt hat oder umgekehrt. Man weiß es nicht ganz genau, müsste man halt nochmal nachforschen. Und dann haben wir in Lila-Rosa, nachher sehen wir hier in Xanfu und Datong, dass man sich hier so ein bisschen verschanzt hat ringsum. Lief also schon scheinbar nicht mehr ganz so gut, dass man diese Maueranteile nicht mehr ganz so weit ausführen konnte. Und wir sehen auch ganz klar entlang der Seidenstraße hier wurde diese Mauer geführt. Anfangs auch wie in Punkt 2 in diesem Orangeton, später dann in Lila. Das war eine ganz wichtige Handelsroute zwischen Europa und Asien, die natürlich immer von den Vandalen und den Wüstennomaden, also den Arabern, Persern, angegriffen wurde. 1001 Nacht, der Heilige Krieg Teil 2. Und zwar im Jahr x423 wird Rom durch ein politisches Ränkespiel infiltriert. Der Usurpator Johannes übernimmt die Stadt und mit ihm kommen die Barbaren und das Christentum. Er ist der erste christliche Herrscher in Europa. Die Angriffe Hannibals, alles gnädig, und Xerxes I. waren zuvor nie erfolgreich gegen Rom und Griechenland. Weder in den Punischen Kriegen noch in der Schlacht von Salamis. x453. Einem osmanischen Heer gelingt es, das 2. Mal Konstantinopel zu erobern. Die Hagia Sophia im konstantinischen, also römischen Baustil, wird von Salah ad-Din zerstört. Die 2. Kapelle im theodosianischen, also mittelalterlichen Baustil, wird von Mehmed II. Zerstört und durch eine Moschee ersetzt. Bis ins Jahr x600 werden fast alle europäischen Schriften vollständig zerstört. Gelehrte vertrieben oder ermordet. Viele fliehen nach Europa, suchen Zuflucht in dichten Wäldern, auf den Inseln Großbritanniens oder ziehen sich in die Fjorde Skandinaviens zurück. Die letzten Kräuterkundigen und Gelehrten sowie die Druiden Nordeuropas werden bis ins Jahr x650 durch Diffamierung, Verächtung und Verbreitung von Angst durch Mithras-Priester als Hexen gejagt, verbrannt und gefoltert. Dies betraf entgegen der Erzählung mehr Männer als Frauen. Zeitalter der Befreiung x453 bis x800.
Hier haben wir wieder eine kleine Übersicht. Wir fangen an im Jahr X480, oben in Europa. Die Germanen drängen die Goldene Horde zurück. Dann geht's weiter mit X492. Die Iberische Halbinsel wird von den Korsaren bzw. Barbaren befreit, die sogenannte Reconquista. Direkt im Anschluss an die Reconquista machen sich Europäer per Schiff auf den Weg in die Karibik, wo sie dann ebenfalls eine Säuberungsaktion gegen die Korsaren-Barbaren einleiten. Im Jahr X500 wird Japan von Babylon angegriffen. Dazu werden sehr wahrscheinlich irgendwo im Himalaya oder sonstigen Gebirgsketten Ninjas ausgebildet, um Japan zu infiltrieren. Im Jahr X683 gelingt es dem Heiligen Heer, die Araber bei Wien zurückzuschlagen. Gründung der USA erfolgt im Jahr X776. Schauen wir uns das Ganze etwas genauer an. Nachdem Rom erobert wurde, verbreitet sich die Kirche. Der sogenannte Mithras-Kult verbreitet ihre falschen Lehren, baut Kirchen mit Glockentürmen und infiltriert den Geist Europas. Das Christentum ist somit nichts weiter als die Schwächung des Geistes in Europa. Mönchskloster und Schriftgelehrte verbreiten durch Abschriften in ganz Europa die neue Wahrheit, welche die alten Schriften Europas ersetzen sollen und den Menschen als absolute Wahrheit verkauft werden. Wer lästerlich handelt und die neue absolute Wahrheit in Frage stellt, wird als Ketzer gebrandmarkt, aus der Gesellschaft ausgeschlossen, ermordet oder vertrieben. In den Jahren X480 bis X492 gelingt es das erste Mal, die Invasoren aus dem Orient wieder zurückzudrängen und die Goldene Horde bis über die Ugra zurückzudrängen. Im Jahr X492 beginnt das Zeitalter der Piraten. Korsaren-Barbaren haben sich in große Teile der Karibik und Südamerikas ausgebreitet. Europäische Kapitäne werden angeheuert, um Piraten im Atlantik zu jagen, und kleinere Flotten sollen die Einheimischen vor Ort befreien. Es kommt zu freundschaftlichen Beziehungen und Aufschwung überall, wo die Europäer eintreffen. Mischkulturen entstehen, Sicherheit besteht und Ackerbau sowie reger Handel werden betrieben. Im Jahr X500 erreicht Babylon Japan. Die Insel erweist sich aber als schwer einzunehmen. Man kann nicht mit großen Flotten landen und die japanischen Samurai erweisen sich als zähe Gegner. Man schickt Assassinen, sogenannte Ninjas, um die japanischen Festungen zu infiltrieren und die Daimyo, also die Anführer der Samurai, aus den Herrschaftshäusern zu töten, um direkte Konfrontation zu vermeiden. Im Jahr X683 wird das arabische Heer vor Wien vernichtend geschlagen. Dies war der letzte Versuch, Europa mit dem Schwert zu erobern. Im Jahr X776 erklären die USA ihre Unabhängigkeit von der britischen Krone. Über Frankreich wurden die Patrioten mit Waffen und Ausrüstung versorgt, um die Loyalisten in einer Rebellion zu vernichten. Die aus Frankreich geförderten Patrioten gewinnen die Überhand und Babylon übernimmt die politische Macht über die USA. Bis heute steht der Begriff Patriot also eigentlich für Verrat an der Heimat, da die Loyalisten treu zur Krone standen. Ja, hier können wir das einmal sehen. Das waren die ersten 13 Kolonien, die sich dann von der Krone in Großbritannien sozusagen unabhängig erklärt haben. Nachdem aus Frankreich entsprechend innerhalb dieser Kolonien Aufstände und Rebellionen angezettelt wurden, bis man sie dann dazu bekommen hat, die Vereinten Staaten auszurufen unter babylonischer Herrschaft. Zeitalter der Täuschung. X800 bis heute. Neubabylon, politische Übersicht. Ja, hier können wir jetzt einmal die moderne Welt sozusagen sehen, wie sie sich in den letzten grob 200 Jahren dann entsprechend entwickelt hat. Und in Rot sehen wir die Länder, die im Prinzip unter babylonischer Herrschaft mehr oder weniger stehen. Und das entspricht natürlich quasi ganz Afrika, auch wenn China da auch immer mehr Einfluss ausübt. Aber es ist halt nicht so, dass Frankreich in Afrika kolonisiert hat, sondern genau umgekehrt. Frankreich ist quasi infiltriert und unterwandert worden. Und die herrschende Kaste, die da natürlich mittlerweile sich eingenistet hat und es sich gemütlich gemacht hat, weil Europa halt recht schön ist, ne? Die nutzen natürlich auch ihre eigenen Leute aus. In Babylon gibt es keine Menschen außer der Elite, die irgendeinen Wert haben. Das müssen wir hier ganz klar festhalten. Entsprechend Frankreich und England wie die USA, das hatten wir ja gerade, wurden unterwandert. Und natürlich auch Italien mit dem Vatikan sowie die Ukraine. Das sind die korruptesten Länder in Europa. Italien, Frankreich, England, das sind die korruptesten Länder in Europa. Deutschland spielt nochmal eine Sonderrolle, da kommen wir dann später nochmal drauf zu. Die meisten Teile der westlichen Welt
sind mittlerweile infiltriert worden. Das müssen wir auch ganz klar so festhalten. Da hat ja der Klaus Schwab auch schon gesagt, wo er überall seine Leute eingenistet hat, darunter auch in Kanada mit Trudeau. Aber die westliche Welt wehrt sich, die ist nicht ganz so einfach klein zu kriegen. Deswegen habe ich hier in so einem Gelb-Grün die Länder markiert, die leider schon einigermaßen unter der Fuchtel Babylons stehen. Die in grün markierten Länder sind entweder zu unbedeutend wie Grönland und Island, als dass da irgendwie eine wirkliche Machtzentrale daraus hervorgehen würde, oder sie sind halt noch nicht ganz unter der Fuchtel Babylons, wenn man das so formulieren möchte. Bis ins Jahr X800 wurden die meisten Königshäuser von Haremskindern aus dem Orient infiltriert. Kinder, die von Sklavinnen geborenen wurden, werden als politische Agenten ausgebildet. Ehen werden nur noch zwischen den infiltrierten Königshäusern geschlossen, was zu viel Missbildung führt, aber die politische Macht in Europa sichert. Insbesondere in Frankreich kommt es zu Ausschweifungen, Familienehen und fragwürdigen sexuellen Praktiken, die vom Marquis de Sade erstmals als Sadismus geführt werden. Frankreich ist das erste Land Europas, das in die Hände der Barbaren fällt. Ab dem Jahr X800 beginnen die Napoleonischen Kriege. Ziele sind alle möglichen europäischen Länder wie Preußen, Russland, Spanien, Italien und so weiter, um die Europäer sich gegenseitig vernichten zu lassen. Solche Kriege zwischen europäischen Völkern fanden ja immer wieder statt in den letzten 200, 250 Jahren. Im Jahr X839 wechselt man die Strategie. Insbesondere aus Indien werden Rauschmittel in die verbliebenen Gebiete Chinas transportiert, um die dortige Bevölkerung zu schwächen und abhängig zu machen. Die chinesische Regierung beschlagnahmt und zerstört die Rauschmittel. Das wie Frankreich mittlerweile politisch unterwanderte England unter Führung Babylons unterstützt diese Bestrebung. Bis ins Jahr X861 vereinen sich englische und deutsche Aussiedler aus den Nordgebieten Amerikas, um die Sklaverei in den französisch dominierten Südgebieten zu beenden, behalten die Macht aber nicht lange. Babylon baut im Schatten seine Macht weiter aus und führt bereits X792 die Börse ein. Banken und Zentralbanken schießen bereits ein Jahrhundert zuvor wie Unkraut aus dem Boden, und X694 werden Zinsen in England zu einem regulären Instrument, gefördert durch die Familie Rothschild ab dem Jahr X744. Babylon hat durch seine politische Macht in den Jahren X600 bis X800 ein wirtschaftliches Abhängigkeitssystem durch Banken und Börse errichtet, welches von der babylonischen Elite geleitet wird. Wo es an politischer Macht fehlt, kann durch Banken und Börse Druck aufgebaut werden. Babylon braucht das Schwert nicht mehr, da ab X800 die meisten politischen und wirtschaftlichen Machtkonstrukte vollständig adaptiert wurden. Später folgen Buchdruck und Medien, die ebenfalls mehrheitlich der babylonischen Elite gehören. X870 erhält Japan Waffen und Ausrüstung durch Europa, um sich endgültig aus den Fängen Babylons zu befreien. Japan und große Teile Europas, Frankreich und England ausgenommen, bilden den letzten Widerstand gegen Babylon. X914. Deutschland wird eine Weltmacht, was Babylon zu gefährlich wird. Der sogenannte Erste Weltkrieg, der eigentlich seit -X007 auf der Welt tobt, bricht aus. Deutschland verliert und wird durch den Versailler Vertrag und die Gebietsabtretungen massiv geschwächt. Babylon erhofft sich das endgültige Schachmatt über Deutschland als wichtigstes Land Europas, neben Frankreich und England. In den Jahren X917 und X918 wird der erste illegitime Staat auf deutschem Boden ausgerufen, durch die Anstrengungen der SPD und der Novemberrevolution im Jahr X918. Die Weimarer Republik ist die erste große Verarschung Deutschlands. X917 wird zeitgleich der russische Zar gestürzt, da dieser die Kontrolle der Kirche blockierte, ähnlich wie es Bismarck und Deutschland noch bis ins Jahr X900 ihm gleicht haben. Im Jahr X929 erfolgt die Gründung des Vatikans als stilles Machtzentrum Europas. Zwischen den Jahren X912 bis X945 versinkt China in Chaos und Bürgerkrieg. Japan versucht Ordnung in das Chaos auf dem chinesischen Festland zu bringen. Der verurteilte Putschist Adolf Hitler wird im Jahr X933 zum Reichskanzler erklärt. NSDAP und KPD werden beide von Babylon kontrolliert. Die Deutschen wissen noch nichts von ihrem für sie erdachten Schicksal durch die babylonische Eliten. Adolf Hitler wurde über MK-Ultra als Agent aufgebaut, schon seit seiner frühen Kindheit. X939, der sogenannte Zweite Weltkrieg, beginnt. Aus Amerika wurde Deutschland aufgebaut und kriegstüchtig gemacht. Über das Hawara-Abkommen werden Babylon-freundliche Gruppen nach Israel umgesiedelt. X942 und X943.
Es wäre ein leichtes gewesen, die deutschen Truppen vor Stalingrad mit Winterklamotten zu versorgen oder den Angriff einfach abzubrechen. Die entscheidende Niederlage Deutschlands, die vom russischen Sozialisten Josef Stalin mit einem koordinierten Gegenangriff herbeigeführt wird. Im Ersten Weltkrieg erklären amerikanische Medien, deutsche Soldaten würden belgischen Babys die Hände abhacken oder sie mit Bajonetten aufspießen. Im Zweiten Weltkrieg war die Bevölkerung aufgrund der aufgeflogenen Lügen der Medien skeptischer. Der Kriegseintritt erfolgte somit infolge von Berichten sogenannter Konzentrationslager. Die Deutschen wussten nicht, dass diese den Krieg nie gewinnen sollten. Es wurde ein Feindbild aufgebaut, das es so noch nie gegeben hatte. Da man Politik, Wirtschaft und Medien bereits global kontrollierte, entschied man sich dazu, die sogenannte NWO, die neue Weltordnung, ins Leben zu rufen. Auf den Trümmern Deutschlands als ewiger Knecht und Bösewicht zur Rechtfertigung der Gründung von UNO, NATO, WHO, BEF, BIZ, BEF, IWF und anderen, mit kleineren Thinktanks wie Bilderberger, Club of Rome und so weiter. Die heutige Weltelite entstammt einem babylonischen Geheimbund aus Totenbeschwörern, Assassinen und Kannibalen, die sich langsam über die Welt verbreitet haben und heute über Geheimdienste, NGOs, Banken, Börse und Politik über nahezu unsere gesamte Welt herrschen, mit der UNO als Tarnung. Ziel ist eine digitalisierte autonome Welt, in der Menschen jeglicher Herkunft als Sklaven gehalten werden, während die babylonische Elite, die ihre Ursprünge in den Ismailiten, den Assassinen bei Damaskus in Syrien hat, in Wohlstand und Luxus die Welt beherrschen kann, damit diese ihren perversen Gelüsten und unmenschlichen Trieben ungestört für alle Zeit ausleben kann. Dazu sollen Menschen in 15-Minuten-Städten gehalten werden wie Vieh. Während die Sklaventreiber sich sexuell und ernährungstechnisch an Zuchtsklaven, insbesondere Kindern, vergehen. Länder mit Sonderstellung. Deutschland steht nach wie vor unter Besatzung. Dies wird allerdings von den babylonischen Eliten geheim gehalten oder zumindest versucht zu vertuschen. Gleiches dürfte auch für Japan gelten. Siehe die BRD GmbH unter Besatzung. Diese beiden Länder gelten als besonders tugendhaft und sind entsprechend als Erzrivalen Babylons zu betrachten, da sie schwer zu korrumpieren und erobern sind. Da Russland quasi das neue Deutschland abbildet, gilt dieses zusammen mit China als neues Japan, wenn man so will, als aktuelle Hauptakteure, welche sich der neuen Weltordnung noch entgegenstellen. Sozialistische Red Flags mit Kronos-Sichel sind ein Garant für babylonische Machtstrukturen, die im Hintergrund wirken, um ein Land zu destabilisieren und zu unterwandern. Dies wurde quasi im 20. Jahrhundert, also in den Jahren X900 bis X1000, nur allzu gerne betrieben. Egal ob NSDAP, KPD, SPD in Deutschland sowie der DDR, aber auch China und Russland, da Josef Stalin, waren eine Zeit lang erfolgreich unterwandert. Es ist anzunehmen, dass diese sich dank der aktuellen Führung bzw. der Führung der letzten 20 bis 30 Jahre wieder erfolgreich daraus befreien konnten. Israel wurde nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet, da man hier das heilige Land Kanaan aufbauen will, die Herkunft Baals, wenn man so möchte, mit allen wichtigen Städten in der Nähe wie Damaskus, Nazareth, Antiochia, Jerusalem, Babylon und so weiter. Auf der anderen Seite nutzt Israel den babylonischen Eliten auch, um den satanischen Islam im Nahen Osten zu radikalisieren und zu festigen. Dazu werden in typischer Art Konflikte geschürt und radikale Islamisten an die Macht gebracht, meist unter dem Vorwand von Ressourcenkriegen oder einem Konflikt mit Israel. Wo der Islam gefestigt wurde, werden sämtliche kulturellen Denkmäler und Kunstwerke jeglicher Art zerstört, um eine einheitliche Kultur zu schaffen, die in Gänze Baal verehrt. Sobald ein Konflikt erfolgreich war, wird über die politischen Agenten eine Agenda gestartet, die es den Kriegern Persiens ermöglicht, in die Sozialsysteme der westlichen Welt einzuwandern. Die Einheimischen werden zu Arbeitssklaven, welche vollumfänglich die Invasoren alimentieren müssen. Da man die Geburtenraten der restlichen Welt bereits durch Feminismus, LGBTQ und Wirtschaft so zerstört hat, dass diese kaum mehr Kinder bekommen, wird Migration aus Babylon als alternativlos verkauft. Nur babylonisches Herkunftsgebiet, also Nordafrika und der Orient, verfügen noch über ausreichend Geburtenraten, welche in die gesamte Welt exportiert werden, während Europa über Diversity bereits vor den Augen der Welt aus den Geschichtsbüchern getilgt werden, da man Afrikaner oder Araber hernimmt, um Weiße zu ersetzen. Nicht immer ist die Welt, wie sie scheint, denn es gibt viel Böses in der Welt, welches versucht, Macht und Kontrolle auszuüben oder nach Chaos und Zwietracht sehnt. Solche Wesen, ob menschlich oder unmenschlicher Natur, ist kein Mittel zu schlecht, abartig oder unfair genug, um die eigenen Ziele zu erreichen.